Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video, Tag 3 unserer Tour nach England, beziehungsweise jetzt sind wir schon in England. Wir machen uns jetzt noch fertig, packen alles wieder ein. Es geht jetzt Richtung Brighton. Wetter sieht gut aus, kein Regen. Hotel war Medium bis Submedium, also das war jetzt nicht so zu empfehlen, aber für eine Nacht reicht es, ist okay. Wir gehen jetzt noch irgendwo schnell einen Kaffee trinken und was frühstücken und dann geht's los nach Brighton. Viel Spaß bei der Fahrt. Nur der Koffer muss noch drauf, nur die falsche. Koffer rauf und auf geht's. Also auf geht's. Super. So Tommy, bereit zum Losschießen? Yes. Sehr gut. Wir verlassen jetzt Folkestone. Jetzt geht's Richtung Brighton weiter. Heute nutze ich mal die Calimoto-App, denn wir wollen ja heute mal ein bisschen Landstraße fahren und da bietet sich die Calimoto-App ein bisschen mehr an, weil die halt schöne Kurse raussucht. Dazu habe ich noch ein paar Zwischenstationen in die Tour mit eingefügt, sodass wir da, glaube ich, eine ganz schöne Strecke rauskriegen werden. Ja, und das Wetter spielt natürlich super mit. Wir haben Sonnenschein, kein Regen heute, also alles super. Jetzt geht es erstmal Richtung Hastings, wie ich sehe. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Landschaft unterwegs. Jetzt könnt ihr euch noch ein bisschen Folkestone anschauen. Wirklich so ein klassisches, historisches kleines Städtchen. Das Hotel, wo wir waren, hatte ich ja gestern schon erzählt, 150 Jahre alt. Stehen alle unter Denkmalschutz, die Gebäude. Ja, und das ist natürlich jetzt hier eine traumhafte Strecke. Links das Meer. Wir werden also heute jetzt viel an der Küste lang fahren. So, jetzt machen wir mal ein bisschen die Griffheizung an. Das ist erst 8:58 Uhr, dementsprechend 13 Grad erst. Noch ein bisschen frisch, aber durch die Sonne geht's. Oh, so eine Griffheizung ist wirklich super. Das macht so viel aus. So, das sind jetzt so die Wege, die Calimoto uns vorschlägt. Also durchaus außergewöhnliche kleine Landstraßen und wie in England sehr typisch, so mit vielen Hecken an der Seite. Muss man nur immer aufpassen, wenn dann wie jetzt einer von vorne kommt. Genau.
So, jetzt sind wir Zwischenstand in Hastings. Jetzt geht es erstmal zur Strandpromenade runter, um mal einen Kaffee zu trinken und eine kleine Pause zu machen. Oh, das ist aber noch ein ganz altes Fachwerkhaus. So, hier ist schon ein dicker Vergnügungspark am Strand. Alles sehr schön kommerzialisiert. Hier typisch für England diese Spielhallen. Die gibt es, glaube ich, überall in Küstenstädten. Ja, und hier links Palmen, wie sehr oft in Südengland. Glaubt man gar nicht, dass die hier wachsen, aber findet man sehr häufig in den südenglischen Küstenstädten. So, ich habe jetzt mal kurz einen Stopp gemacht hier, kurz nach Hastings, mit einem super Blick auf den Strand. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie du da wieder rauskommst. Aber mit einer Scrambler sollte das ja kein Problem sein. Na easy. Ja, oder? Doch nicht? Ist doch nicht so leicht, ne? Ja. So, geschafft. Auf geht's. Ja. Pevensey Castle. Und hier überall Fachwerkhäuser, ganz alte. Ja, Burgen gibt es natürlich in England zuhauf. Das muss eine ganz schön große gewesen sein auch, ja. So, das ist hier jetzt Eastbourne, auch wieder eine Strandpromenade mit vielen Hotels, wie man es jetzt schon öfter gesehen hat in den Küstenstädten. Und hier haben wir auch einen großen Pier, ähnlich wie in Brighton, der aufs Meer rausgeht. Ja, sehr schön der Pier da. Und wieder extrem windig heute. So, auch sehr schön hier mit den Seen. Da unten hier links geht es jetzt zum Seven Sisters Country Park. Das ist, wer den Film Quadrophenia gesehen hat. Hier steht es nochmal, Seven Sisters National Park. Da handelt es sich um eine Kreideklippenformation. Und wie eben schon gesagt, wer Quadrophenia gesehen hat, die Szene mit Jimmy, wo er da an diesen Felsen lang fährt und nachher die Vespa von Ace runterstürzt, das war hier. Also jetzt nicht hier vorne, sondern weiter hinten, da wo die Klippen am Meer lang gehen. Auf jeden Fall ein toller Platz. Kann man natürlich nicht mit dem Roller lang fahren, aber man kann da
spazieren gehen und sich diese Klippen von oben anschauen. Tolle Location. Und wer sie mal von oben sehen will, einfach Quadrophenia gucken. So, hier sind wir. Willkommen in Brighton. So, Brighton ist jetzt alles schon ein bisschen größer, die Straßen breiter, vierspurig, größere Hotels, alles auch ein bisschen schicker. Ist touristisch ein bisschen erschlossener und hier ist also auch ein bisschen mehr los. Der Pier, der ist da vorne, der berühmte Brighton Pier. Herzlich willkommen in England. Welcome, thank you. BMW? BMW, yes. Good, yeah? Very good. Nice, very nice. Good for traveling. Good fun. Danke dir, bye. So, wir sind jetzt in Brighton am Pier. Da muss man mit einem Scooter natürlich mal hin und ein schönes Foto machen. Normalerweise fährt man hier natürlich mit einer Vespa her, aber das wäre echt eine Mordstrecke gewesen. Und ich muss sagen, auf den Strecken hier über Land, da war es gut, dass es die BMW war und nicht die Vespa, weil bei den Straßen, die waren nicht so toll, wäre ich mit den 12 Zoll Rädern nicht glücklich gewesen. Ja, und das ist jetzt hier der Pier in Brighton, da wo im Sommer immer die Mod-Treffen oder auch Lambretta-Vespa-Treffen stattfinden. Einmal im Jahr auch ein Motorradtreffen, was hier direkt am Pier abgehalten wird, wo dann die Roller und die Motorradfahrer zusammenkommen. Hier hat sich ja früher die Mod-Szene abgespielt in Brighton, wie man wunderbar in dem Film Quadrophenia sehen kann. Ja, das ist im Hintergrund der Pier. Ist jetzt alles ein bisschen touristisch natürlich, denn vorne ist ein Rummel und Fressbuden. Aber man kann es sich mal anschauen, ist ganz cool. Und da hinten geht es dann halt weiter runter zum Pier und da sind dann im Sommer die schönen Treffen. Auch da geht es noch weiter runter und im Sommer ist dann hier die ganze Strecke am Strand und an den Hotels voll mit Lambretta, Vespa-Rollern und zum Teil halt auch mit Motorrädern, wenn ein Motorradtreffen dann stattfindet. So, wir werden jetzt erstmal einen Kaffee trinken oder irgendwas Warmes, weil es ist wirklich kalt. Wir haben 15 Grad und dementsprechend frostig ist. Jetzt, ihr seht, ich habe schon meine Regenjacke angezogen, weil es ab und zu ein bisschen nieselt und auch jetzt wirklich kalt wird. Und von daher jetzt erstmal einen schönen British Tea, einen warmen und ein bisschen einkehren und dann schaue ich mal, ob ich heute hier bleibe oder vielleicht noch ein bisschen weiterfahre. So, und hier seht ihr jetzt, sind die ganzen Bars, wo dann im Sommer die Mod-Treffen sind. The Modern World. Da gibt es dann im Sommer auch Live-Musik und dann steht der ganze Strand hier bis nach vorne voll mit Lambrettas und Vespas. Fish and Chips natürlich. Jetzt kriegen wir noch mal einen schönen Ausblick über den Strand. Leider das Wetter, ihr seht es natürlich, nicht so toll heute, alles bedeckt, ein bisschen Nieselregen, kalt, 15 Grad nur. Aber naja, muss man durch. Wir wollten nach Brighton, dann muss man sich das auch mal anschauen. Der Wind hat nicht groß nachgelassen, wir sind jetzt immer noch in Brighton. Und jetzt heißt es verabschieden. Genau. Das Team verabschiedet sich und die beiden Jungs fahren jetzt wohin? Reading. Nach Reading. 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 Und dann nach... Der Teppich von ich weiß Bayeux. nicht. Ja, das ist das Ah, nächste. okay, also der Teppich von Bayeux und Dann dann... letztendlich Malwan. Ich weiß gar nicht, der Ort, wo wir übernachten, heißt anders, aber Malwan am Ende. Okay. Morgen. Also es geht dann auch noch ins Triumphwerk, glaube ich, ne? Richtig, Danach nach ist das Häckling. Lehmfeld. Eine schöne Besichtigung vom Triumphwerk und dann noch zu morgen. Ne? Genau, erst zu morgen. Dann zu Triumph. Erst zu morgen, dann zu Triumph. Genau. Ihr seht schon die Haare wehen, der Wind ist hier immer noch ganz heftig. Eben auf der Hinfahrt war schon krass, oder? Aber wir sind beinahe weggeflogen. Und jetzt geht's weiter. Ich fahre jetzt weiter an der Küste lang und die Jungs, gute Fahrt für euch. Für euch. Für uns. Für uns Ja, alle. für euch alle, genau. Wenig Regen vor allen Dingen. Und wenig Wind. danke für die Begleitung bis hierhin. Ja, wir danken. Ja, war sehr nett. War ein Vergnügen, genau. Ein großes Vergnügen. Also bleibt gesund.
Und auf geht's. Ja, genau. Bis dann. Ciao, Tommy. Ciao. Ciao, Jürgen. Ciao, sorry, ich war schon. Ciao. Ciao, er ist schon unterwegs. Ja, ich war jetzt hier gerade am... Also, bis gleich, wir sehen uns. Der gemeinsame Teil der Reise ist jetzt beendet. Tommy und Jürgen fahren jetzt weiter. Ihr habt es gehört, die fahren jetzt zur Triumphfabrik, bekommen da eine Werksführung und fahren noch zu Morgen, bekommen da auch eine Werksführung. Machen noch ein bisschen Sightseeing. Und ich habe mich jetzt doch entschlossen, Brighton ist mir ein bisschen zu überladen, ein bisschen zu voll. Ich fahre jetzt weiter. Ich will auch ein bisschen versuchen, aus diesem Wetter hier rauszukommen. Ich glaube, es wird heute noch bewölkt bleiben und auch ein bisschen regnerisch und auch kühl. Wir haben es jetzt 15 Grad. Aber ich fahre weiter an der Küste entlang und zwar werde ich fahren Richtung Bournemouth und Poole. Ich mache mal eine kurze Pause zum Tanken und mal ein bisschen Beine vertreten. Ich bin jetzt Richtung Southampton unterwegs. Da glaube ich schon vorbei an Southampton. Jetzt geht es Richtung Bournemouth und Poole. Und dann mal schauen, wo ich lande. Es regnet jetzt die ganze Zeit, deshalb habe ich auch nicht so viel gefilmt. Ist nicht so lecker. So. Willkommen, jetzt sind wir hier in Swanage. Einer Küstenstadt. Ich habe mir auch ein Hotel ausgesucht, was am Meer liegt. Wenn man schon aus Berlin kommt und fährt nach England an die Südküste, dann will man auch in der Nähe vom Wasser sein. Ich bin gespannt, wie das Hotel ist. Habe ich über Booking.com gemacht, wie immer. Das geht immer schön schnell, wenn man auf dem Weg ist. Habe ich letztes Mal in Dänemark auch gemacht. Kurz auf dem Parkplatz geguckt, wo bin ich, was ist in der Nähe. Was Schönes rausgesucht, nach den Bewertungen gerichtet. Dann natürlich nach dem Preis, was man so für ein Budget hat. Und das ist super. Kriegt man immer ganz schnell hin und weiß, wo was frei ist und braucht jetzt nicht da groß rumsuchen. Ah ja, und da ist schon das Hotel.